Guck mal, wie schön das hier ist. Überall gibt es so Terrassen, wo man so richtig nice aufs Meer gucken kann und überall ist so weißer Kalkstein, was man eigentlich vor allem so aus Griechenland kennt, oder ich habe das vorher so ein bisschen mit Griechenland assoziiert. Da hinten steht unser Van und überall sind hier so süße Balkone, wo man auch so aufs Meer gucken kann. Also einfach richtig, richtig schön, und das ist halt erst der Anfang vom Golf von Neapel. Der Rest kommt ja da hinten und dann ist da noch die bekannte Amalfiküste und es soll überall so schön sein. Und ich bin schon richtig gespannt. Hier ist es auf jeden Fall schon richtig schön. Na gut, dass wir die Fähre umgebucht haben. Eigentlich wollten wir ja in 4 Tagen die Fähre nach Griechenland nehmen. Aber jetzt haben sich unsere Pläne ganz schön geändert. Deswegen sind wir jetzt noch länger in Italien und können halt noch mehr so kleinere Orte auch mal sehen und es alles ein bisschen entspannter angehen und einfach diese Natur genießen. Dieses Meer, einfach schön. Leute, richtig lustig. Wir sind so durch dieses alte Dörfchen hier geschlendert oder durch die Altstadt und hinter uns ist irgendeine Filmaufnahme und wir sind einfach die Einzigen gewesen, weil wir durch so verwinkelte Gassen gegangen sind, dass wir so mitten da waren, wo gefilmt wird. Alle anderen stehen jetzt hinter dieser Absperrung, jetzt sind wir auch mal raus. Aber es ist immer spannend. Das ist das zweite Mal in meinem Leben, dass ich mitten in so einem Filmset unterwegs bin, aus Versehen. Ja, ganz lustig und ganz spannend, was für Monsterkameras die haben und so. Das letzte Mal war das nämlich für Fast and the Furious in Edinburgh mit meiner Cousine und dann wurden wir noch von irgendwelchen Stuntmännern oder Technikern irgendwie in einen Pub eingeladen, also mega witzig. Und wenn diese ist da auch irgendwie rumgelaufen, aber mit dem hatten wir jetzt nichts zu tun und ich habe eigentlich meine Masterarbeit verteidigt, aber war auch lustig, das zu sehen, ja, wie viel da einfach hintersteckt, ne? Richtig absurdes Bild. Wir sind noch mal hierher gekommen, um den Sonnenuntergang zu sehen und da wird jetzt immer noch der Film gedreht und das ist ein echt lustiges Bild und wir gucken den schönen Sonnenuntergang und dann sind hier so Fischkutter unterwegs, also ein richtig schönes, aber auch ein bisschen verrücktes Panorama gerade. Was zum Urlaub am Meer auf jeden Fall auch dazu gehört, Müll sammeln am Strand. Und hier in Sperlonga wird sich sogar ein bisschen bemüht. Sperlonga Plastic Free. Also wie ich das verstehe, ist es verboten, gewisse Plastikgegenstände mit an den Strand zu bringen. Das hilft natürlich auf jeden Fall, den Strand plastikfrei zu halten oder dass nicht noch mehr Müll ins Meer kommt. Aber es wird natürlich immer noch sehr viel Plastik, vor allem so auch dieses sehr kleine Mikroplastik, immer angeschwemmt. Also wenn man mal Langeweile im Urlaub hat, dann kann man wunderbar am Strand Plastikmüll sammeln gehen. Schnappt man sich einen Eimer, findet man auch oft, halbe Stunde, dann ist er auf jeden Fall voll. Vielleicht wird man ja sogar von den Locals auf dem Eis eingeladen oder hat eine nette Unterhaltung. Und man findet auch manchmal echt so lustige und skurrile Dinge. Es macht auch Spaß, kann ich nur empfehlen. Kann man was Cooles tun. So, die halbe, dreiviertel Stunde später habe ich jetzt den Eimer voll Müll hier. Wir können ja mal schauen, was ich alles gefunden habe. Minimaus, Schwimmflügel, dann so einige so Plastikspielzeuge, auch so ein paar Überreste davon, Getränkedosen. Interessanterweise habe ich kaum so Fischereiüberreste gefunden, also sonst findet man immer voll viel so Leinen und so Netzreste und sowas, aber das gibt es hier irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, ob hier nicht so viel gefischt wird oder hängt auch irgendwie vielleicht immer von der Windrichtung ab. Aber ja, hauptsächlich so ja,
Getränkeflasche, diverses Plastikzeug. Und dann lustigerweise so einige so Silvesterraketenspitzen, oder? Das ist von so Sonnenschirmen. Vielleicht von Sonnenschirmen wahrscheinlich eher. Naja, davon gab es einige. Ein paar Zigarettenstummel, Kronkorken, Feuerzeug und dann ganz viel kleineres Plastik. Okay. Yeah, wie klar das Wasser ist. Und es ist fucking November und wir sind im Meer schwimmen. Ist das krass, ey. Also es ist nicht super warm, aber 20 Grad draußen und 20 Grad Wassertemperatur, das ist einfach richtig nice. Ich kann es gar nicht glauben. Man muss auch dazu sagen, gestern war hier eine deutsche Schulklasse, die waren schwimmen und jetzt gehen die deutschen Touris schwimmen. Yeah. Und ich glaube, die ItalienerInnen haben schon Winterjacken an und gehen nicht mehr schwimmen. Aber wir, ist das geil, ey. Ein Traum! Ich teste jetzt mal das Surfbrett, welches ich beim Müllsammeln gefunden habe. Das geht einfach immer nur unter. Das ist einfach zu schwer. Hallo, bin ich zu schwer? Das ist einfach ein Kindersurfboard. Vielleicht 7 Fuß oder 6,5. Bisschen zu klein. Aber er gibt nicht auf. Yeah! Und die Wellen sind natürlich auch ein bisschen klein heute. Ja, was für ein toller Strandurlaubstag. Ja, mega. Wir haben diesen Platz voll zufällig gefunden, weil wir wollten uns mal das Meer angucken oder mal in der Nähe vom Meer parken. Ja. Aber dass wir jetzt so einen geilen Strand mit so schönem Wetter Das habe ich auch nicht erwartet. finden, ist halt einfach richtig cool. Und also echt hier Balu-Urlaub konnten wir heute einfach machen. Beste Reisezeit für einen Van. Also Hochsommer ist immer Katastrophe, da ist natürlich alles voll. Und jetzt einfach, Parkplätze sind kostenlos, überall ist Platz. Hier sind keine Leute mehr und normal im Sommer sind hier irgendwie, da hinten sind ungefähr 1000 Liegen, die hier überall dann verteilt werden, so alle nebeneinander. Und jetzt ist einfach der ganze Strand, hier sind so ein Dutzend Leute und das war's. Also können wir auf jeden Fall jetzt die beste Reisezeit genießen. Cut! Also wir haben ja schon an vielen verschiedenen Orten Wasser aufgefüllt, aber das gehört auf jeden Fall mit zu den skurrilsten. Hier gibt es nicht so viel Wasserstellen und deswegen dachten wir uns, wenn wir hier schon duschen, dann kann man bestimmt das Wasser auch einfach als Trinkwasser und zum Spülen und so benutzen. Und deswegen wird hier jetzt Wasser aufgefüllt. Guten Morgen. Wir sind extra früh aufgestanden, um jetzt zum Meer zu gehen und den Sonnenaufgang zu sehen. Und der ist eine Stunde Früher als in Hamburg. zum Beispiel. Also wir sind immer noch ziemlich froh, hier im Süden zu sein. Ja. Und Fun Fact, unser schöner Stellplatz, den wir immer nur mit 1, 2 anderen Campervans geteilt haben, hat sich zu der Art Campingplatz entwickelt. Ja. Also irgendwie sind wir 1, 2, 3, 4, 5. Umso schöner, dass wir jetzt als Einzige so früh wach sind und mal ein bisschen Zeit alleine am Meer haben. Ja. Die Sonne ist jetzt aufgegangen.
Wunderschön. Wie ihr an unseren durch die Sonne angestrahlten Gesichter vermuten könnt. Leider nicht ganz über dem Meer, aber ich meine, wir sind ja auch auf der Westküste von Italien. Aber trotzdem sehr schön. Mega schön. Und den Sonnenaufgang sieht man sieht ja oft den Sonnenuntergang, aber nicht so oft den Sonnenaufgang. Und gerade im Winter, wann man aufsteht. kommt drauf an, wann man aufsteht oder wann man ins Bett geht. Aber im Winter geht die Sonne ja nicht so früh auf, dann ist die beste Chance, den Sonnenaufgang zu sehen. Und da geht gerade noch der Vollmond unter. Die Stadt. Und da geht die Sonne auf. So Leute, wir sind jetzt kurz vor Neapel und wie vielleicht viele wissen, gibt es bei Neapel super viele Vulkane, auch den Vesuv und Pompeji und da wollen wir vielleicht auch noch hin. Aber wir dachten uns, es wäre halt richtig cool, einen aktiven Vulkan zu besichtigen und da ist einer hinter uns, wo also so Rauch rauskommt und so, wo man jetzt nicht Lava irgendwie blubbern sieht, aber erstmal ist es voll spannend, weil der ist mitten in der Stadt. Ja. Das heißt, wenn er wirklich ausbrechen sollte, wäre hier einfach ziemlich viel platt oder in halt im Gefahrenumfeld. Aber leider ist es geschlossen. Also hinter mir sieht man den Vulkankrater und da ist sogar ein Campingplatz, aber hat halt leider zu und man kann hier ganz gut sehen, wie dicht bebaut das halt um den Vulkan rum ist, obwohl der halt aktiv ist. Und wir wussten auch nicht, ob wir da jetzt einfach reingehen können. Wo man parken kann. Genau. Weil Parken in Neapel und Umgebung ist anscheinend ziemlich... Oh, ich habe meine Sonnenbrille auf. Das war die ganze Zeit wie so ein kleiner Porno. Ich finde, Marianne sieht damit immer aus, und weiß ich auch nicht. Gigolo. Gigolo. Ah. Jetzt ist auch alles heller. Jetzt sieht man noch seine Augen. Und hier sind halt Park4Night, die App, falls ihr es nicht kennt, da sind halt überall Parkplätze eingetragen, die man auch, also man kann die selber eintragen, Fotos einstellen, kommentieren. Und bei dem Parkplatz, der nächste Parkplatz hier, da sind halt ziemlich viele geile Kommentare, weil es wohl richtig schrecklich ist. Also vollständige Plünderung des Campers, alles ist verschwunden, die Kleidung, Unterwäsche, Computer, Werkzeug. Und das ist halt um den ganzen Raum Neapel so, deswegen haben wir uns auch hätten wir hier überlegt, ob eine Person im Auto bleibt, während die andere sich das anguckt und dann umgekehrt. Und Neapel lassen wir deswegen auch aus, weil erstens ist es eine krass chaotische, verkehrsmäßig große, wuselige Stadt. Und zweitens haben wir halt keine Lust, das Auto irgendwo zu parken, wiederzukommen und alles ist weg, weil das ist halt unser Haushalt. Das Einzige, was wir besitzen, das möchten wir gerne behalten. Haben versucht, es kurz zu schließen und wegzufahren. Endresultat, die komplette Lenkung ist zerstört. Ja. Irgendwer hat auch geschrieben, es wurde irgendwie alles geklaut und die hatten sogar einen Safe im Auto unterm Bett irgendwo und der wurde gesprengt. Und dann... Ja, und einer war voll witzig, den findest du jetzt zwar gerade nicht, aber der hat irgendwie so gesagt, parkt hier bloß nicht, die ficken euch alle. Ah. Okay. Okay, und jetzt weiter? Jetzt weiter. Jetzt geht's Richtung, auf die andere Seite von Neapel, Richtung Vesuv und Pompeji und so. Da geht's hoch! Uiuiui. Danke fürs Zuschauen und im nächsten Video geht es dann auf den Vesuv und nach Pompeji. Aber es ist ganz schön was los hier. Immer noch im Nebel versteckt sieht man hinter mir jetzt den Vesuv und wir haben es jetzt geschafft, nach Pompeji zu kommen und erkunden jetzt diese alte, antike, leider vom Vesuv zerstörte Stadt. Ich wollte dich erschrecken. Hey, hier kann man auch voll gut Verstecken spielen.